So, danke. Ich habe als erstes mal ein kurzes Video mitgebracht. Falls ihr Sky noch nicht kennt, ist ein Video eigentlich das Beste. Sekunde. Es geht los. Wollt ihr das? Das neue Jahr Ja. wird ein Hingucker. Seht nur. Oh, schau, wie schön. Mit tollen Titeln für die ganze Familie. Die Dunkelheit. Sie holt uns. Einen nach dem anderen. Mörder sind Menschen, die von Dämonen heimgesucht werden. Man kann sich seine Familie eben nicht aussuchen. Leute wollen Hoffnung, brauchen Hoffnung. Ich kann es spüren. Wir werden es euch zeigen. Ende vom Lied. Also einschalten, zugucken, Luft anhalten. Klingt cool, klingt prima. Super Highlights, super Jahr. Unsere Superkraft sozusagen. Das wird ein Riesenspaß. Bis bald. Genau, das ist Sky, das ist unser Produkt. Wir gehören zu den führenden Entertainment-Anbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und neben Filmen und Serien gehört auch Live-Sport, Dokumentationen, aber auch eigene Sky Originals zu unserem Programm. Und wir verfolgen über die letzten Jahre eine konsequente Digital-First-Strategie. Und da gehört natürlich das Thema Optimierung, Conversion-Optimierung zu den wichtigsten Prozessen, Tools, Capabilities, die wir so haben, um die Journeys Richtung Digital First zu trimmen, zu optimieren und einfach für den Kunden das beste Erlebnis digital zu bieten. Und das ist auch das Thema von heute. Das heißt, ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch erzählen, wie wir an das Thema Experimentation rangehen, wie so ein Experimentation Lifecycle aussieht, warum Daten so wichtig für diesen Lifecycle, für die Optimierung so wichtig sind und wie wir auch Content Square dafür nutzen. Die Geheimformel. Es gibt zwei ganz wichtige Bestandteile. Einmal ein super cooles Team. An dieser Stelle Hallo an Manfred und Severin, die heute auch hier sind. Und aber auch einen Masterplan und einen Prozess, der funktioniert. Heute würde ich mich auf den Prozess fokussieren. Und so sieht das Ganze aus. Das heißt, unser Experimentation ist in 3 Phasen eingeteilt. Das heißt, es geht erstmal mit einer Ideation-Phase los. Hier ist das Ziel, eine valide Testhypothese auf die Beine zu stellen. Das heißt, man hat viele Ideen, ich möchte mal dies testen, es gibt viele Inputgeber vom Management, Kollegen, auch externe Einflüsse. Und das Ziel von dieser Phase ist, eine valide Hypothese aufzustellen und die aber auch durch Daten zu validieren. Und Daten gibt sehr vielfältige Daten, aber auch bestimmt Datenquellen, die ihr so nicht auf der Uhr habt. Ich meine, der Klassiker, das ist das Web Analytics, sage ich mal. Hier nutzen wir das Adobe Stack und sollte eigentlich fürs E-Commerce ein No-Brainer sein. Viele haben Web Analytics Tools. Und hier geht es um harte KPIs, harte Facts von, wie sind die Conversion Rates, Abbruchquoten. Wie sind die Click Rates? Kann man da irgendwas rauslesen? Irgendwelche Challenges, irgendwelche Gaps? UX-Analyse ist ein anderer Blickwinkel. Hier geht es nicht nur um die reine harte Web-KPI. Hier geht es auch nochmal darum, was macht der Kunde eigentlich auf der Webseite? Wie verhält er sich auf der Webseite? Wie sieht die Journey von dem Kunden aus? Kann man irgendwelche Drop-offs, Heatmaps, irgendwas erkennen? Man kann wirklich rein bis zu Session Replays gehen und wirklich mal anhand eines echten Kundenvideos sehen, okay, wo hat er seine Challenges, wo bricht er ab, warum bricht er ab? Und das ist so ein weiteres Tool und Werkzeug, um wirklich eine Testidee zu validieren. Neben Content Sphere gibt es noch viele andere Tools, also Thema Clickmaps, Heatmaps, Movemaps, also viele Möglichkeiten. Wir nutzen auch Surveys, also wirklich auch qualitatives Feedback von Prospects, von Kunden, um einfach auf Challenges zu kommen. Also Beispiel, im Bestellprozess fragen wir da mal, wenn wir erkennen, dass jemand abbrechen will, also so eine Access Intent sehen. Okay, warum möchtest du abbrechen? Hast du irgendwas nicht verstanden? Hast du was nicht gefunden? Und anhand dieser Survey Insights versuchen wir dann auch nochmal Testideen zu validieren. Und wie gesagt, Session Replays auch nochmal super spannend und interessant.
Jetzt geht es zu ein paar Datenquellen, die so ein bisschen vom Standard abweichen. UX-Reviews finden wir auch super, super spannend. Das machen wir auch oft mit Partnern, in diesem Fall mit Reply. Hier geht es nochmal darum, zusammen mit Reply alles auf den Tisch zu werfen und anhand dieser Reviews nochmal die Challenges auszuarbeiten und vielleicht auch Quick Wins und Testideen auszuarbeiten. Oder aber auch Ideation Sessions. Diese Ideation Sessions, die können auch mit internen Kollegen sein. Also versucht mal einfach Neustarter vielleicht zu motivieren, zur Webseite, zu Journeys Input zu geben. Also das ist immer super, super wertvoll. Manchmal ist man ja doch auch ziemlich betriebsblind und denkt immer, man weiß alles besser, man kann alles besser. Aber auch hier findet man dann viele, viele Ideen, viel spannenden Input. Und es gibt aber auch jede Menge weitere Datenquellen, sage ich mal. Eine interne Suche, ich weiß nicht, wer eine interne Suche auf der Webseite hat, das ist auch immer super spannend. Was sind so die Top-Search-Terms auf der Webseite? Das gibt auch immer Hinweise auf UX-Challenges, sage ich mal. Wer einen Kundenservice hat, also telefonisch, Chat, ist auch super hilfreich. Warum rufen die Leute an? Was für Probleme haben die? Wo sieht man Challenges? Was sagen die Chat-Agents? Also die Chat-Agents, wir haben auch eine Agentur dahinter, die den Chat auf der Webseite betreut, nicht nur für Serviceanfragen, sondern auch für Prospects. Auch da sind wir im regelmäßigen Austausch, analysieren die Daten, das heißt, was kommt da für Feedback, was kommen da für Fragen, was sind so die Top 10 Fragen und daraus versuchen wir auch Testideen abzuleiten, Testideen zu validieren. Oder aber auch Reviews. Auch super hilfreich und spannend. Also schaut einfach mal Review-Plattformen wie Trusted Shops, Trustpilots und Co. an. Ihr werdet überrascht sein, was die Leute da so über eure Webseite, über euer Unternehmen schreiben. Auch das kann wirklich super, super hilfreich sein. Und wie gesagt, das Thema interne Kollegen hatte ich schon erwähnt. Auch sehr wertvoll, um mal so einen externen Blick, so einen external View in eure Journeys und in das Website-Verhalten reinzubekommen. Das Ziel von dieser ersten Phase, wie gesagt, ist, an eine valide Testhypothese zu kommen. Und idealerweise sieht die auch so aus, also if I do something, dann gibt es irgendeinen Impact, weil das und das passiert. Also wir bauen unseren Backlog auf mit Testideen und jede Testidee folgt dieser Hypothese, if then else. Und wenn man mal jetzt an dem Punkt ist, geht es dann in eine Priorisierung rein. Das heißt, okay, dieser Test hat eine mögliche Impact von der und der Conversion und dann geht es jetzt erstmal ans Testen. Das ist quasi die nächste Phase im Lifecycle. Testen heißt bei uns auch A/B-Testen. Nicht alles muss in einem A/B-Test enden, aber in der Konsequenz, das heißt, man hat die Idee, man hat die Validierung von den Daten und jetzt geht es an den A/B-Test, um das abzutesten. Unser Setup sieht wie folgt aus. Also der aktuelle Test, der hat verschiedene Phasen. In der ersten Phase geht es erstmal in die Testkreation. Das heißt, wie sieht der Testcase aus, wie sieht die Testhypothese aus, welche KPIs möchten wir abtesten, welche Varianten brauchen wir, wie sieht die UX für diesen Test aus. Dann wird dieser gesamte Test dann erstellt und da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Also wir selber nutzen Optimizely als Testing-Tool, aber da gibt es auch jede Menge Anbieter, sage ich mal. Dann geht es ins Coding, sage ich, und das ist auch eins der aufwendigsten Teile, also neben dem Coding auch die QA. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Bestellprozess testet, da möchte man ja auch sicherstellen, dass da nichts kaputt geht und dass da alles wirklich sichergestellt ist, dass dieser Test auch nichts kaputt macht. Und am Ende läuft dann der Test, je nach Testidee, je nach KPI, ein paar Wochen, ein paar Monate, je nach Traffic und auch Conversions. Und am Ende hat man dann ein Testergebnis. Ich habe jetzt mal so ein paar Tools mitgebracht, wie wir genau in dieser Phase mit so einem Test umgehen, auch ein Testbeispiel. Die Spezifikation von einem Test, die machen wir in Confluence, das heißt, was ist die Testhypothese, was ist die Idee dahinter, was sind die KPIs, was sind die Visuals, das wird hier dokumentiert, mit allen Beteiligten auch geshared. Und wie gesagt, danach geht es eben an den Test direkt, in diesem Fall Optimizely, aber wie gesagt, es gibt bestimmt noch viele andere Tools, die das Gleiche auch machen. Für uns hat sich das als das Tool, was für uns funktioniert, herausgestellt. Und
Um die Schere jetzt nochmal zu den Daten zu bekommen, habe ich jetzt einen einzelnen Testcase mal mitgebracht. Wir haben vor ein paar Wochen die digitale Sales Journey neu gelauncht. Und wer schon mal einen Relaunch gemacht hat, der weiß, was da so alles passieren kann. Das heißt, wir sind dann in den Deep Dive gegangen, haben neben Content Square natürlich auch andere Quellen uns betrachtet, das Web Analytics. Wir haben Surveys gestaltet, After-Purchase-Surveys, aber auch während der Journey und so alle Insights gesammelt. Und da haben wir gesehen, dass an einem bestimmten Schritt, nämlich an diesem Double Opt-in-Prozess, das war ein neuer Schritt, den wir so eingeführt haben, sehr, sehr viele Leute abbrechen. Das konnten wir in der Journey-Analyse über Content Square sehen, aber natürlich auch über das Web Analytics. Dann haben wir uns auch Session Replays angesehen, wie sich die Leute an diesem Schritt verhalten. Das heißt, da hast du wirklich so Rage-Clicker gesehen und Leute, die vor und zurück gegangen sind. Also irgendwas hat da nicht gepasst. Am Ende nach dem Deep Dive haben wir dann gemerkt, ja okay, das Double Opt-in-Verfahren und aber auch hier oben dieser grüne Balken, der scheint eins der Ursachen zu sein. Das heißt, vom Prozess her, ich gehe rein, gebe meine Daten, dann klicke ich auf Weiter und dann muss ich eine E-Mail bestätigen. Und diese Meldung kommt, die geht aber nicht mehr weg. Das heißt, das hat wohl anscheinend zu Verwirrung geführt und das war für uns quasi der Testcase, den wir jetzt abtesten wollten. Und das Test-Setup, ihr müsst auch gar nicht in die Details gehen. Wie gesagt, was ist die Testhypothese? Warum möchten wir das testen? Wir sehen halt viele Abbrecher an diesem Schritt und deswegen möchten wir mal mit den Wordings arbeiten. Was sind die Testmetriken? Dass die digitale Sales Journey ist, die Conversion Rate natürlich, die Sales Conversion Rate. Wir tracken aber auch viele Micro-Conversions, also angefangen von Click Rates, Klicks in den Next Step, Bounces etc. etc. Dann, was ist die Test-Audience? Muss man natürlich auch festlegen. Also sind es Bestandskunden, Neukunden? Möchten wir für bestimmte Devices testen? Also man kann ja wirklich sehr, sehr zielgerichtet in die Materie reingehen von, wir testen alle Devices, wir testen nur Mobile, wir testen nur Mobile für iPhones und. Also die Möglichkeiten, die sind sehr vielfältig. Und wie sehen die Testvarianten aus? Das heißt, die Testvarianten, die basieren natürlich auch aus dem Feedback, aus den qualitativen Daten, aus den quantitativen Daten, die werden erstellt. In diesem Fall haben wir 3 weitere Challenger-Varianten für diesen Schritt auf die Beine gestellt. Und dann, welche Seiten sind beinhaltet? Ist es wirklich nur ein Single-Page-Test oder testet man eine gesamte Journey, bestehend aus 3, 4, 5 Seiten? Und hier wird quasi alles dokumentiert, was der Test so hergeben soll. Jetzt in diesem Fall ist das hier rausgekommen. Das heißt, auf der linken Seite sieht man die Originalversion. Und wie gesagt, es geht um diesen grünen Balken. Und wir haben jetzt verschiedenste Wordings ausprobiert, mal emotionaler, mal kürzer, mal sehr mechanisch. Also wirklich basierend auf den Session Replays auch, basierend auch auf den Surveys. Und das haben wir dann abgetestet für ein paar Wochen. Bevor ich jetzt weitergehe, also das ist jetzt ein Wording-Test und man sagt ja auch immer, ja okay, Wording-Test, was kann da schon rauskommen? Oft sagen die Leute, ja, je more disruptive der Test ist, desto höher auch der Outcome, aber in diesem Fall haben wir uns tatsächlich mal auf die Wordings beschränkt und waren dann auch selber super überrascht, was da rausgekommen ist. Bevor ich reingehe, welche Variante gewonnen habe, was denkt ihr denn? Also ist es die V1, 2 oder 3? Wer denkt, die V1 ist es? Okay, V2? Ja. Und die V3? Okay, also die Mehrheit war für die V3. Na? Und es war die V2 tatsächlich. Also die für die V2 waren, hatten recht. Und was erstaunlich ist, ist tatsächlich der Outcome. Also wir reden hier über einen Conversion Uplift von 12%. Also wirklich auf die Sales Conversion, auf die harte KPI, auf die harte Währung. Das heißt, mit so einer einfachen Idee, mit so einem einfachen Test, mit einer einfachen Wording-Änderung haben wir es geschafft, die Sales Conversion um 12% nach oben zu treiben. Also wirklich erstaunlich und auch überraschend. Ich mache das schon seit 12 Jahren und ich bin immer wieder erstaunt. Also hier hätte ich ja gesagt, okay, der Test gibt jetzt nicht so viel her, vielleicht kann man was optimieren, vielleicht ist es mal 1%, 2%, aber 12% hat, glaube ich, sehr, sehr viele überrascht.
Sorry. Wieder das Briefing verpennt. Genau, 12% in diesem Fall. Und so sieht eigentlich ein typischer Testzyklus für uns aus. Also angefangen von der Datenvalidierung, dann was ist die Testhypothese, dann geht es ans Testing, dann läuft der Test und dann hat man ein Ergebnis. Was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt die letzte Phase, das Measurement. Hier geht es jetzt darum, okay, wir haben was abgetestet und wir haben ein Ergebnis und da gibt es jetzt vielfältige Möglichkeiten. Natürlich muss man jetzt nochmal in die tiefe Analyse reingehen. Auch hier, ich gehe jetzt nicht so sehr in die Details rein, aber auch hier haben wir wieder Content-Sphere im Nachgang genutzt, um zu schauen, ob sich jetzt die Findings aus der Datenvalidierung ja, bewahrheitet haben, haben sich die KPIs, die wir gesehen haben, verbessert. Und was sind so die Details von dem Test? Gibt es Unterschiede zwischen Mobile-Users, Desktop-Users? Gibt es sonstige Learnings, die wir so beobachtet haben? Gab es Impact auf die Micro-Conversions, also nicht nur auf die Sales-Conversion, sondern auch auf andere KPIs? Und darauf basierend überlegen wir uns, was sind so die Next Steps? Also ein logischer nächster Schritt ist zum Beispiel, ja super, Haken drunter, wir fordern jetzt diese Experience an. Wer eine interne IT-Abteilung oder auch externe hat, der kennt die Challenge. Man kippt was ein und dann dauert es ja, manchmal Wochen, manchmal Monate, gab es auch schon. Und dann haben wir die Experience und können sie live schalten. Aber wir nutzen natürlich auch unser Testing-Tool Optimizely, um den Winner zu 100% auch auszuspielen. Also bis das Ganze mal implementiert wurde. Das heißt, man muss jetzt nicht Wochen, Monate lang warten, bis die IT das implementiert hat, sondern kann auch das Testing-Tool nutzen, um diese Experience im Frontend zu faken und an die User auszusteuern. In dieser Phase ist auch die Dokumentation super wichtig. Das heißt, wir bei Sky, wir machen im Jahr, jetzt muss ich logen, ich schaue so ein bisschen in die Richtung von meinem Kollegen, bitte nicht auslachen, 100, 120 Tests für die verschiedensten Journeys, also im Sales-Bereich, aber auch für Kundenthemen, im Bestandskundenbereich, für Retention Journeys, für Cancellation Journeys. Und da ist natürlich auch eine Dokumentation super wichtig, weil was wir eben nicht machen wollen, ist, dass nach 3 Monaten wieder jemand um die Ecke kommt, oh, ich habe da eine super Idee, lass uns doch das und das mal testen. Da können wir dann in unsere Doku reinschauen und gucken, ja okay, wir haben das schon mal getestet oder sowas Ähnliches getestet. Gehen wir da jetzt in die Details, in den Next Step oder was machen wir jetzt mit dem Ergebnis, mit der Idee? Und wir nutzen diese Dokumentation auch, Werbung für uns zu machen, für das Thema zu machen. Wie gesagt, das Thema Experimentation, A/B-Testing, das war nicht von Anfang an ein Selbstläufer. Das heißt, es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis wir ja, die Fachbereiche, die Vorgesetzten alle überzeugen konnten, wie wichtig eigentlich dieses Instrument ist. Wenn man sich mal überlegt, also viele Unternehmen geben sehr viel Geld für digitale Werbung aus, egal ob es Online-Werbung, TV-Werbung und Co. ist, sparen aber an der Optimierung von der Webseite. Also klar sind auch Kosten damit verbunden, aber in Relation doch sehr geringe Kosten. Und der Effekt, den man erreichen kann, wie hier mit diesem Test mit den 12%, ist ja doch sehr bemerkenswert. Das heißt, es hat eine Zeit lang gedauert, um ja, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Das heißt, unser Programm hat sich auch super entwickelt über die letzten Jahre. Als ich angefangen habe, war es eher eine One-Man-Show. Mittlerweile haben wir eine ganze Abteilung, zusammen mit dem Dienstleister, zusammen mit Reply, einem Partner, wo wir das Thema Experimentation immer weiter ausbauen. Und angefangen haben wir auch im Sales-Bereich, mittlerweile, wie gesagt, entlang der gesamten Journey. Und eine super Success-Story für Sky, für uns als Digitalbereich. Und ich finde, wir haben da echt super viel geschafft. Und da hilft so ein Prozess, eine Vorgehensweise. Ich sage nicht, das ist jetzt die ideale Vorgehensweise für jeden, aber für uns funktioniert es. Das hat sich so in den letzten Jahren so entwickelt. Und vielleicht könnt ihr da das eine oder andere nutzen, tooltechnisch, vielleicht vom Prozess selber. Ich kann es jedem nur empfehlen, wer noch nicht testet, sollte es tun. Man kann auch ganz, ganz klein anfangen, also man muss nicht gleich hier aus den Vollen schöpfen und ihr werdet echt erstaunt sein, was für Ergebnisse man damit erreichen kann. Das war es auch schon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Cengiz. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Vielleicht als allererstes mal, gibt es hier im Publikum Fragen? Oh, mehrere, perfekt. Da brauchen wir ein Mikro, einmal da hinten.
Können wir starten? Hallo, danke erstmal, jetzt habe ich Bock WoW zu spielen, wieder mal. Gerne. Wie war denn das Konfidenzniveau von dem Test, weißt du das? Also das Konfidenzintervall war sehr hoch bei diesem Test. Jetzt müsste ich lügen, meinen Kollegen anschauen, aber auf jeden Fall über 90% definitiv. Genau. Danke. Aber auch eine super wichtige Metrik bei den Tests, also wenn ich da nochmal aufgreifen kann. Es geht nicht nur darum, ein Ergebnis zu bekommen, sondern wie valide ist dieses Ergebnis dann im Nachgang auch. Also wie ist der Konfidenzintervall? Und der Konfidenzintervall, der ist ja auch sehr abhängig von, wie ist die Conversion Rate, wie ist der Traffic etc. etc. Und basierend auf diesem Konfidenzintervall kann man dann auch sagen, okay, wir sind zu 95% sicher, dass diese Experience uns einen Uplift von so und so viel Prozent bringt. Also das schauen wir uns natürlich auch im Nachgang sehr genau an. So, da vorne war auch noch eine Frage. Vielen Dank. Was macht ihr bei fehlender Signifikanz? In diese Bedrängnis kommen wir tatsächlich nicht. Zurück zum Thema Validierung. Also da geht es auch wirklich darum, welche Journey ist es, wie viel Traffic haben wir, reicht uns dieser Traffic, um potenzielles Ergebnis zu bekommen. Wir arbeiten auch mit diversen Tools, um den Traffic abzuschätzen, den wir so benötigen, um eben ein signifikantes Ergebnis zu bekommen. Aber ihr könnt gerne mal mit meinem Kollegen Severin sprechen, ob wir tatsächlich mal den Case hatten, dass wir jetzt keine Signifikanz hatten. Also wir hatten schon Tests, wo wir kein eindeutiges Ergebnis hatten, also das stimmt schon. Was aber auch ein guter Test ist, jeder Test ist ein guter Test. Es hat nämlich verhindert, dass wir mit einer Idee live gegangen sind. Also in diesem Prozess ist tatsächlich so die erste Phase super, super wichtig. Wirklich die Validierung einer Testidee mit Zahlen, Daten, Fakten. Das ist aus meiner Sicht das A und O und dann kommen erst die anderen Phasen. Vielen Dank. Noch eine kurze zweite Frage. Macht ihr auch Server-Side-Testing und wenn ja, okay, nein, dann nicht. noch nicht. Vielen Dank. Also alles Frontend-Testing. Gut. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum hier? Mehrere sogar. Dann auch noch Online-Fragen, also ja, viel Interesse. Ja, erstmal vielen Dank. Mich würde interessieren, wie ihr das mit dem Traffic macht. Also jetzt bei diesem Beispiel war das ja gleich verteilt, also auf jede Variante sozusagen. Macht ihr das ab und zu mal, dass ihr zum Beispiel nur 80% nimmt und 20% komplett rauslässt oder ja, macht ihr das immer gleich verteilt? Weil wir überlegen uns tatsächlich, das auch in die Richtung mal auszuprobieren, hatten bisher aber immer gleiche Verteilungen verwendet. Ja. Also oft machen wir gleich verteilt, weil es ja natürlich auch einen Impact auf die Länge des Tests. Je kleiner der Traffic-Anteil, desto länger dauert es, ein Testergebnis zu bekommen. Also der letzte größere Test, wo wir ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangegangen sind, war quasi dieser Sales Relaunch der Bestelljourney. Und da haben wir tatsächlich mit niedrigen Niveaus angefangen, weil wir jetzt nicht ins Risiko gehen wollten, um da ja, den Commercial Impact zu verhageln. Da sind wir dann, ich glaube mit 20% haben wir losgelegt und dann sukzessive hochgedreht über die nächsten Wochen. Aber ansonsten gehen wir da ja, ziemlich gleich verteilt an die Sache. Danke. Drüben war noch eine weitere Frage. Ja, erstmal vielen Dank. Meine Frage ist, testen die Produktteams der einzelnen Touchpoints mittlerweile auch autark selber oder wird alles aus eurem Experimentation-Team noch mit koordiniert? Also aktuell sind wir so eine Art Center of Excellence. Das heißt, wir als Digitalteam, als Experimentation-Team unterstützen alle Fachbereiche. Es gibt auch einen sehr, sehr regen Austausch mit den Produktteams natürlich. Also da versuchen wir so einen Feedback-Loop zu organisieren. Aber die Produktteams selber, die testen noch nicht. Ein Grund dafür ist, was wir gemerkt haben, also eine Testidee entsteht nicht nur aus dem Product Development, sondern auch getrieben durchs Business, sage ich mal, durch Customer Experience aus dem Business. Und da haben wir, das heißt jetzt nicht, dass es für alle gilt, wir für Sky gemerkt, dass da noch ein bisschen größerer Disconnect ist. Das heißt, es gibt durchaus Testideen, die wir mit aufnehmen, aber da versuchen wir nochmal unsere Sicht und Weise quasi wirklich basierend auf
Daten aus der Vergangenheit, vielleicht aus anderen Tests aus der Vergangenheit, ja, zusammen zu diskutieren und zu besprechen, ob das dann wirklich ein Test ist. Aber es gibt viele Unternehmen, die natürlich auch diesen Weg gehen. Total valider Weg, aber bei Sky ist es noch nicht der Fall. Danke. So, jetzt stelle ich mal noch die Online-Frage. Das war eine Follow-up-Frage zu dem, was du am Anfang gezeigt hast. Wie heißen die Tools für die externen Reviews, welche gerade erwähnt wurden? Also da nutzen wir Reviews. Ja, so war die Frage. Also Okay. ich glaube, du hattest dich auf Trustpilot oder sowas Genau, bezogen. also was wir uns anschauen, ist Trusted Shops und Trustpilot als zwei größere Portale. Also das sind so die Quellen. Zum einen haben wir oder arbeiten mit Trustpilot zusammen auch. Das heißt, wir nutzen auch oder sammeln auch proaktiv Feedback von Usern an, die Sales Journey durchgemacht haben, aber wir schauen uns auch Trustpilot an, was da für Feedback drauf ist. Also das sind mal zwei Beispiele für ja, größere Portale. Ansonsten ist jedes Feedback vom Kunden oder vom Prospect eigentlich auch ein Review. Sollte man sich dann auch anschauen, wenn man die Möglichkeiten hat. Ja.